Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts auf Deutsch. Ich bin Thomas. Und ich bin Petra. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Stell dir vor, es ist Sonntag. Es regnet leicht. Die Luft riecht nach Erde und nassen Blättern. Und trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, ziehen tausende Deutsche ihre Wanderschuhe an und gehen in den Wald. Für viele Ausländer ist das schwer zu verstehen. Regen, Kälte, Schlamm? In Deutschland ist das kein Hindernis. Es ist fast schon ein Bonus. Heute sprechen wir über die tiefe, fast spirituelle Beziehung der Deutschen zum Wald und was das über ihre Seele sagt. Plus 20 wichtige Vokabeln auf C1-Niveau. Los geht's. Thomas, wann warst du zuletzt im Wald? Letztes Wochenende. Ich gehe fast jedes Wochenende wandern, egal wie das Wetter ist. Es ist für mich fast wie Meditation. Danach fühle ich mich anders, klarer, ruhiger, geerdet. Das beschreibt viele Deutsche. Der Wald ist in Deutschland mehr als ein Freizeitort. Er ist ein Sehnsuchtsort, ein Zufluchtsort, fast ein heiliger Ort. Es gibt sogar ein Wort dafür, das weltweit bekannt geworden ist. Waldeinsamkeit. Die Einsamkeit. Im positiven Sinne, die Stille, die Abgeschiedenheit des Waldes. Das Gefühl, allein im Wald zu sein und genau dorthin zu gehören. Das Wort wurde 1802 vom deutschen Romantiker Ludwig Tieck geprägt, in seinem Gedicht »Der blonde Eckbert«. Seitdem ist es zu einem Schlüsselwort der deutschen Seele geworden. Andere Sprachen haben kein Wort dafür, weil sie die Erfahrung nicht so kennen. Zahlen belegen das Phänomen. Deutschland hat einen der höchsten Waldanteile unter den europäischen Ländern. Rund 30% der Fläche sind bewaldet. Es gibt über 40.000 Kilometer markierte Wanderwege. Und Wandern ist nach Radfahren der beliebteste Outdoor-Sport der Deutschen. Selbst in Städten suchen Deutsche die Natur. Parks, Kleingärten, Schrebergärten, die Sehnsucht nach Grün, nach Erde, nach dem Lebendigen ist tief verankert. Das Wort Schrebergarten kennt vielleicht nicht jeder. Es ist ein kleiner Parzellengarten in einer Gartenanlage. Typisch deutsch, sehr beliebt. Dort pflanzt man Gemüse, sitzt am Wochenende in der Sonne, zieht sich zurück. Ein Stück Natur mitten in der Stadt. Woher kommt diese Waldliebe? Das ist keine Selbstverständlichkeit. In vielen anderen Kulturen ist der Wald etwas Bedrohliches oder Unbekanntes. In der deutschen Mythologie und Märchentradition ist der Wald zentral. Rotkäppchen, Hänsel und Gretel, Schneewittchen, sie alle spielen im Wald. Der Wald ist der Ort, an dem Abenteuer beginnen, Gefahren lauern, aber auch Wunder passieren. Die Brüder Grimm haben diese Märchen gesammelt und aufgeschrieben und dabei die Waldmythologie für immer in das kulturelle Gedächtnis Deutschlands eingeschrieben. Der Wald ist gleichzeitig gefährlich und magisch. Dann gibt es die Romantik. Die deutsche Romantik des 19. Jahrhunderts war eine Reaktion auf die Industrialisierung, eine Sehnsucht nach dem Ursprünglichen, dem Natürlichen, dem Unberührten. Caspar David Friedrichs Gemälde zeigen Menschen allein in gewaltiger Natur. Winzig, ehrfürchtig, zugehörig. Die deutsche Romantik hat das Konzept Naturverbundenheit, die tiefe Verbindung zur Natur, als kulturellen Wert etabliert. Wer die Natur liebt, ist gut. Wer die Natur zerstört, ist böse. Diese moralische Dimension der Naturbeziehung ist typisch deutsch. Das erklärt auch das starke deutsche Umweltbewusstsein. Deutschland war eines der ersten Länder mit einer starken grünen Partei, mit Recyclingpflicht, mit strikten Naturschutzgesetzen. Die Liebe zum Wald und die Sorge um die Umwelt sind zwei Seiten derselben Medaille. Und dann gibt es noch das Konzept Waldsterben. In den 1980er Jahren gab es in Deutschland eine echte nationale Panik. Berichte, dass der saure Regen den deutschen Wald tötet. Die Reaktion war enorm. Neue Umweltgesetze, neue Industriestandards, eine gesellschaftliche Debatte. Der Wald war so wichtig, dass sein Sterben als Nationalkrise galt. In den letzten Jahren gibt es einen interessanten Trend. Die wissenschaftliche Bestätigung, dass Waldaufenthalte wirklich gut für die Gesundheit sind. Das japanische Konzept Shinrin-yoku, Waldbaden, ist mittlerweile auch in Deutschland bekannt. Studien zeigen, schon 20 Minuten im Wald senken den Cortisolspiegel, reduzieren Blutdruck und Herzfrequenz, stärken das Immunsystem.
Deutsche haben das schon immer gewusst. Intuitiv. Jetzt hat die Wissenschaft nachgezogen. Es gibt sogar Waldkindergärten in Deutschland. Kindergärten, die komplett draußen im Wald stattfinden. Kinder spielen, lernen und wachsen im Wald auf. Bei jedem Wetter. Der Begriff Naturheilkunde, Naturmedizin hat in Deutschland eine lange Tradition. Kneipkuren, Heilpflanzen, Frischluft als Medizin. Der Wald als natürlicher Arzt ist keine neue Idee, er ist eine alte deutsche Überzeugung. Und dann gibt es das Wandern. Wandern ist in Deutschland nicht Sport. Es ist Philosophie. Man wandert nicht, um Kalorien zu verbrennen. Man wandert, um nachzudenken, um Probleme zu lösen, um zur Ruhe zu kommen. Nietzsche, Goethe, Schiller, sie alle haben ihre wichtigsten Gedanken beim Wandern entwickelt. Es gibt sogar eine deutsche Wanderphilosophie. Das Gehen denkt. Der Rhythmus des Gehens aktiviert das kreative Denken. Neue Ideen kommen beim Laufen. Das ist keine Einbildung, das ist Neurowissenschaft. Ausdruck 1. Die Waldeinsamkeit. Bedeutung: das friedliche Gefühl der Stille und Abgeschiedenheit im Wald, positiv konnotiert. Beispiel 1. Waldeinsamkeit beschreibt mehr als Alleinsein. Es ist ein Zustand tiefer Ruhe und Zugehörigkeit. Beispiel 2. Das Wort wurde weltweit übernommen, weil andere Sprachen kein Äquivalent haben. Ausdruck 2. Die Naturverbundenheit. Bedeutung: eine tiefe, emotionale und spirituelle Verbindung zur natürlichen Welt. Beispiel 1. Deutsche Naturverbundenheit hat historische Wurzeln in der Romantik des 19. Jahrhunderts. Beispiel 2. Naturverbundenheit ist in Deutschland ein moralischer Wert. Wer die Natur liebt, ist gut. Ausdruck 3. Das Wandern. Bedeutung: das Gehen auf Wanderwegen in der Natur als Freizeitaktivität und philosophische Praxis. Beispiel 1. Wandern ist in Deutschland mehr als Sport. Es ist Meditation, Philosophie und Naturerlebnis. Beispiel 2. Deutschland hat über 40.000 Kilometer markierte Wanderwege, für jeden Geschmack. Ausdruck 4. Der Schrebergarten. Bedeutung: ein kleiner Parzellengarten in einer gemeinschaftlichen Gartenanlage in der Stadt. Beispiel 1. Schrebergärten sind typisch deutsch. Ein Stück Natur mitten in der städtischen Umgebung. Beispiel 2. Wer einen Schrebergarten hat, pflanzt Gemüse, sitzt in der Sonne und erholt sich vom Alltag. Ausdruck 5. Die Romantik. Bedeutung: eine kulturelle Strömung des 19. Jahrhunderts, die Natur, Gefühl und das Ursprüngliche betonte. Beispiel 1. Die deutsche Romantik hat die Naturverbundenheit als zentralen kulturellen Wert etabliert. Beispiel 2. Caspar David Friedrich malte Menschen in gewaltiger Natur, winzig, ehrfürchtig, zugehörig. Ausdruck 6. Das Waldsterben. Bedeutung: der Begriff für das massenhafte Absterben von Waldbäumen, in Deutschland durch sauren Regen. Beispiel 1. Das Waldsterben der 1980er war in Deutschland eine Nationalkrise, die zu neuen Umweltgesetzen führte. Beispiel 2. Die Angst vor dem Waldsterben zeigte, wie tief die emotionale Bindung der Deutschen an den Wald ist. Ausdruck 7. Das Waldbaden. Bedeutung: das bewusste, achtsame Aufhalten im Wald zur Erholung und Gesundheitsförderung. Beispiel 1. Waldbaden, aus dem Japanischen übernommen, wird in Deutschland von Therapeuten empfohlen. Beispiel 2. Schon 20 Minuten Waldbaden senken nachweislich Stresshormone und Blutdruck. Ausdruck 8. Die Naturheilkunde. Bedeutung: eine Medizinform, die natürliche Heilmittel wie Pflanzen, Luft, Wasser und Bewegung einsetzt. Beispiel 1. Naturheilkunde hat in Deutschland eine jahrhundertelange Tradition. Kneipkuren und Heilkräuter. Beispiel 2. Viele Deutsche vertrauen der Naturheilkunde ergänzend zur Schulmedizin. Ausdruck 9. Das Umweltbewusstsein. Bedeutung: die Sensibilität und Verantwortung gegenüber der natürlichen Umwelt.
Beispiel 1. Das Umweltbewusstsein der Deutschen ist im internationalen Vergleich sehr ausgeprägt. Beispiel 2. Mülltrennung, Recycling und Naturschutz sind Ausdruck des deutschen Umweltbewusstseins. Ausdruck 10. Die Abgeschiedenheit. Bedeutung: ein Zustand der Stille und Isoliertheit von der Zivilisation, oft als wohltuend empfunden. Beispiel 1. Die Abgeschiedenheit des Waldes ist für viele Deutsche der eigentliche Erholungswert. Beispiel 2. In der Abgeschiedenheit der Natur findet man zu sich selbst. Das ist ein deutsches Credo. Ausdruck 11. Die Sehnsucht. Bedeutung: ein tiefes, schmerzliches Verlangen nach etwas Fernem, Vergangenem oder Unerreichbarem. Beispiel 1. Die Sehnsucht nach Natur ist für viele Stadtdeutsche ein dauerhafter Begleiter. Beispiel 2. Sehnsucht ist ein typisch deutsches Gefühl, intensiv, melancholisch und tief empfunden. Ausdruck 12. Das Naturschutzgebiet. Bedeutung: ein gesetzlich geschütztes Gebiet, in dem Natur und Ökosysteme erhalten werden sollen. Beispiel 1. Deutschland hat viele Naturschutzgebiete, Nationalparks, Biosphärenreservate und Schutzwälder. Beispiel 2. In einem Naturschutzgebiet gelten strenge Regeln. Pfade dürfen nicht verlassen werden. Ausdruck 13. Naturverbunden. Bedeutung: eine starke emotionale und praktische Bindung zur Natur besitzend. Beispiel 1. Deutsche gelten als besonders naturverbunden. Wandern, Gärtnern und Umweltschutz sind weit verbreitet. Beispiel 2. Naturverbundene Menschen erholen sich durch Natur besser als durch Medienkonsum. Ausdruck 14. Der Waldkindergarten. Bedeutung: eine Kindergartenform, bei der Kinder ganzjährig im Freien in der Natur betreut werden. Beispiel 1. Waldkindergärten sind in Deutschland beliebt. Kinder lernen durch Natur, Spiel und Erleben. Beispiel 2. Forschungen zeigen, Kinder in Waldkindergärten entwickeln bessere motorische und soziale Fähigkeiten. Ausdruck 15. Das Fernweh. Bedeutung: eine starke Sehnsucht nach der Ferne, nach Reisen und unbekannten Orten. Beispiel 1. Fernweh und Natursehnsucht gehen in Deutschland oft Hand in Hand. Man will weg und raus. Beispiel 2. Das Fernweh treibt viele Deutsche zu langen Reisen, Trekking und Naturabenteuern. Ausdruck 16. Die Stille. Bedeutung: das Fehlen von Lärm und Hektik, ein Zustand der Ruhe und Abwesenheit von Störungen. Beispiel 1. Die Stille des Waldes ist für viele Deutsche das eigentliche Ziel beim Wandern. Beispiel 2. Stille zu finden ist in der modernen Welt schwierig, der Wald bietet sie noch. Ausdruck 17. Erden. Bedeutung: sich durch Kontakt mit der Natur emotional stabilisieren und zentrieren. Beispiel 1. Viele Menschen gehen in den Wald, um sich zu erden, den Kopf frei zu bekommen. Beispiel 2. Barfuß auf Gras gehen, Erde anfassen, Bäume berühren, das erdet auf erstaunliche Weise. Ausdruck 18. Die Ehrfurcht. Bedeutung: ein tiefer Respekt verbunden mit Staunen gegenüber etwas Großem oder Erhabenem. Beispiel 1. Vor einem alten Wald oder einem hohen Berg empfinden viele Menschen eine tiefe Ehrfurcht. Beispiel 2. Ehrfurcht vor der Natur ist die Basis für echten Umweltschutz. Wer staunt, schützt. Ausdruck 19. Der Naturlehrpfad. Bedeutung: ein ausgeschilderter Weg in der Natur, der Informationen über Pflanzen, Tiere und Ökologie bietet. Beispiel 1. Naturlehrpfade gibt es in ganz Deutschland, ideal für Schulklassen und neugierige Erwachsene. Beispiel 2. Auf einem Naturlehrpfad lernt man, was man sonst im Vorbeigehen übersieht. Ausdruck 20. Das Heimatgefühl. Bedeutung: das tiefe Gefühl der Zugehörigkeit zu einem Ort, einer Landschaft oder einer Gemeinschaft. Beispiel 1. Für viele Deutsche ist der Wald mehr als Natur. Er ist Heimat, Kindheitserinnerung und Identität. Beispiel 2. Das Heimatgefühl im Wald ist schwer zu erklären.
aber wer es kennt, vermisst es sofort. Im zweiten Teil Deutsche Märchen und der Wald, Wandern als Philosophie und warum der Wald für Deutsche eine Art Kirche ist. Wenn man an die bekanntesten deutschen Märchen denkt, Rotkäppchen, Hänsel und Gretel, Schneewittchen, was haben sie alle gemeinsam? Den Wald. Der Wald ist in deutschen Märchen der Ort, an dem das Leben wirklich beginnt. Man verlässt die Sicherheit des Hauses und betritt den Wald. Dort warten Gefahren, Prüfungen, Verwandlungen und am Ende Erlösung oder Reife. Der Wald ist der Ort des Unbewussten, der Ort, an dem man herausfindet, wer man wirklich ist. Das ist keine zufällige Metapher, das ist zutiefst deutsch. Die Psychoanalytikerin Marie-Louise von Franz hat die deutschen Märchen untersucht und festgestellt, der Wald repräsentiert das Unbewusste, dunkel, gefährlich, aber voller Schätze. Wer ihn durchquert, wächst. Diese mythologische Bedeutung des Waldes ist nie wirklich verschwunden. Wenn Deutsche heute in den Wald gehen, spüren sie unbewusst diese Tradition, auch wenn sie keine Märchen mehr lesen. Wandern ist in Deutschland keine Randsportart. Es ist eine Lebensphilosophie. Die Wandervogelbewegung des frühen 20. Jahrhunderts war eine der bedeutendsten Jugendbewegungen Deutschlands. Junge Menschen zogen zu Fuß durchs Land, weg von der Stadt, weg von der Industrialisierung, hin zu Natur, Gemeinschaft und Freiheit. Das Echo dieser Bewegung ist heute noch spürbar. Wandervereine, Wanderfreunde, Wanderzeichen. Deutschland hat eine lebendige Wanderkultur, die über Generationen weitergegeben wird. Und dann gibt es die Philosophen des Gehens. Immanuel Kant machte täglich denselben Spaziergang, so pünktlich, dass Königsberger Bürger ihre Uhren danach stellten. Nietzsche wanderte täglich und schrieb seine Gedanken auf Wanderungen nieder. Alle wirklich großen Gedanken entstehen beim Gehen, das sagte Nietzsche. Das klingt romantisch und ist es auch. Aber es ist mehr. Es ist eine Überzeugung, dass das menschliche Gehirn in Bewegung anders arbeitet. Und diese Überzeugung ist in Deutschland tief verwurzelt. Es gibt eine Formulierung, die ich sehr treffend finde. Für viele Deutsche ist der Wald ihre Kirche. Der Ort, an den man geht, wenn man Stille braucht. Wenn man nachdenken will. Wenn man Kraft schöpfen möchte. Wenn man etwas Größeres als sich selbst spüren will. Deutschland ist eines der wenigen Länder der Welt, in denen die Kirchenmitgliedschaft deutlich sinkt, während gleichzeitig die Naturverbundenheit zunimmt. Das ist kein Zufall. Menschen suchen das Transzendente und finden es zunehmend im Wald statt in der Kirche. Der Soziologe Harald Welzer beschreibt das treffend: Die Natur ist für viele Deutsche der letzte verbliebene Ort, an dem man sich klein und bedeutungslos fühlen kann und das als wohltuend erlebt. Die Natur zwingt zur Demut. Und vielleicht ist das die tiefste Wahrheit hinter der deutschen Waldliebe. Im Wald ist man nicht wichtig. Der Wald existierte vor einem und wird nach einem da sein. Das Ego schrumpft. Der Atem wird tiefer. Man ist einfach ein Mensch unter Bäumen. Und manchmal, wenn der Regen auf die Blätter fällt und die Stille vollkommen ist, ist das genug. Das war unsere Folge über die deutsche Waldliebe. Waldeinsamkeit, Wandern und die deutsche Naturseele. Wir haben 20 Ausdrücke auf C1-Niveau gelernt. Von Waldeinsamkeit und Naturverbundenheit über Waldsterben und Ehrfurcht bis hin zu Heimatgefühl und Erden. Nutzt sie aktiv. Und jetzt seid ihr dran. Wie ist eure Beziehung zur Natur? Geht ihr wandern? Und kennt ihr das Gefühl der Waldeinsamkeit? Schreibt es in die Kommentare. Wir lesen alles. Abonniert den Kanal für neue Folgen jeden zweiten Tag. Bis zur nächsten Folge. Tschüss und geht in den Wald. Tschüss!